Hallo Volker, guten Morgen. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Hallo Florian, guten Morgen auch an dich. Ich freue mich sehr. Mega. Wir sprechen heute über digitale Souveränität, wollen uns dabei aber nicht primär auf Regulatorik oder US-Big Tech konzentrieren, sondern vor allem über die Themen Transformation und den Faktor Mensch sprechen. Wenn du dich gleich vorstellst und uns so ein bisschen durch deine Karriere führst, werden die Leute wahrscheinlich direkt verstehen, warum wir die zwei Schwerpunkte gewählt haben. Ja, genau. Super, ja, dann mache ich einfach gleich mal den Anfang. Also Volker Oberkircher, ich bin externer Associate Partner bei Ten4 und wir begleiten seit vielen Jahren große Transformationen, gerade auch im Bereich Sicherheit. Ähm, Wie ich da hingekommen bin, könnte kurviger, glaube ich, nicht sein. Bin ursprünglich als Journalist gestartet, schon ganz, ganz früh, habe mich aber auch immer wahnsinnig für Technik interessiert. Und diese Spannung irgendwie hat sich so durch meine gesamte Karriere gezogen. Habe mich an der Universität dafür entschieden, Ethnologie und Politikwissenschaft zu studieren. Habe da aber auch schon gemerkt, dass mich die Technik nie ganz loslässt. Bin ja schon ein bisschen älteren Semesters und gerade diese Internet-Pionierzeit war einfach wahnsinnig faszinierend. Und deshalb habe ich immer versucht, genau in dieses Spannungsfeld zwischen Mensch und Technik reinzukommen. Habe dann früh angefangen, als Change Manager zu arbeiten, habe große Unternehmen durch ja teilweise sehr schwierige Transformationen begleitet. Und das Gute für mich war, dass dabei die Richtung immer technischer wurde und dann auch immer stärker in Richtung Sicherheit ging. Und jetzt bin ich einfach beim Thema angekommen, das mich wahnsinnig begeistert. Es ist so vielfältig von Geopolitik über Technik, über Menschen, über gesetzliche Sachen, über das Geschäft, das man verstehen muss. Ja, da passiert einfach irre viel und ich sehe mich als Generalist und habe das Gefühl, da kann ich viele Sachen einbringen. Ja, und freue mich einfach immer noch in dem Thema arbeiten zu dürfen. Cool. Das heißt, du hast nicht als kleines Kind schon an Computern rumgeschraubt, sondern das Interesse kam dann über die Zeit. Tatsächlich schon. Also ich war, glaube ich, so ziemlich der erste Mensch in unserer kleinen Stadt damals, der einen ISDN-Anschluss beantragt hatte. Und als dann die Techniker von damals der Telekom kamen und das auch zum ersten Mal gemacht haben, dann habe ich auch fleißig mitgeholfen. Und also würde mich schon als sehr technikaffin und interessiert bezeichnen. Aber ich merke schon, wenn ich zu tief in die Technik einsteige, irgendwann bin ich auf einem gefährlichen Glatteis und bin dann immer sehr froh, wenn versiertere Kollegen mich da wieder sicher in die Hand nehmen können. Cool. Aber dann nehmen wir uns auch mal mit in deinen ersten Job in der Informationssicherheit. Wo warst du? Wie hast du die Industrie damals wahrgenommen? Ja, ich hatte da das ganz große Glück, dass ich bei einem sehr großen Unternehmen direkt einsteigen konnte, weil der CISO explizit jemand gesucht hat, der Ahnung vom Thema Mensch hat. Das Cool. war für mich unglaublich neu und ein tolles Gefühl. Das heißt, da kam jemand, der ganz klar gesagt hat, Herr Oberkircher, machen Sie sich keine Sorgen. Leute, die die Technik verstehen, habe ich genug. Ich brauche jetzt mal jemanden, der mir erklärt, wie wir mit den Menschen umgehen können. Ja, und dann haben wir jahrelang ganz groß das Thema bei diesen Kunden aufgebaut, weltweit bei über 120.000 Leuten in 100 Ländern, haben die Organisation überhaupt erstmal hochgezogen global, haben das Thema Training und Awareness gemacht. Und ja, damals war es wirklich so, wir mussten, wenn wir mal einmal im Jahr für eine halbe Stunde beim CFO vorsprechen wollten, für dieses eine Meeting wirklich kämpfen. Also da war man eine ganz mini kleine Nische drin, hatte schon die gleichen Gedanken. Man war da eigentlich auch sehr vorausschauend schon, wie wir die heute haben, aber hatte halt null Aufmerksamkeit. Und eigentlich war meine Aufgabe, dieses Thema zu positionieren. Super mutig dann aber auch von deinem damaligen Chef, oder? Gerade in so einer Zeit, die du beschreibst, kaum Kontakt quasi zu CFO und zu den Entscheidern, dann aber jemanden einzustellen, der nicht so dem klassischen Profil entspricht, sondern sich dem Ja. Faktor Mensch widmet. Das heißt, der Mensch war damals natürlich auch schon Top-Risikoquelle im Prinzip und das wurde erkannt. Absolut. Wir haben eigentlich immer von Anfang an gesagt, wir sehen den Menschen in ganz vielfältiger Weise als sehr wichtig. Wir haben zum einen das, was wir also die Security Controls, die Sicherheitsmaßnahmen nennen, Training und Awareness als zwei Säulen. Das macht auch total viel Sinn, das so zu betrachten. Aber dann haben wir aber auch eben ganz viele Themen, bei denen es um
Change und Kommunikation geht. Das heißt zum einen Sicherheitsprojekte, die laufen, die begleitet werden müssen. Da muss man mit Menschen reden, denen erklären, warum sich was ändert, muss auch zuhören und muss dann gemeinsam Wege mit denen finden. Und dann haben wir natürlich auch das Security-Team selbst, das aufgebaut werden muss, das aufgeschlaut werden muss, das auch seine Sorgen und Nöte hat. Und diese ganzen Aspekte zusammengenommen zeigen schon, dass das Thema Mensch in der Sicherheit wahnsinnig wichtig ist. Dazu würde ich noch ergänzen, dass es auch wirtschaftlich betrachtet sehr gut ist, weil hier haben wir eigentlich Hebel, die teilweise auch ein bisschen günstiger sind. Also sprich, die Menschen zu erreichen und mit denen zu sprechen, ist was meistens kosten-nutzen-mäßig in puncto reale Sicherheit einen riesig großen Gewinn. Hast du da ein, zwei Beispiele vielleicht von Initiativen, die ihr damals gefahren habt, die so erfolgreich waren? Klar, wir haben wie viele sehr klein angefangen mit unseren Phishing-Kampagnen, die wir ausgesendet haben. Ich glaube, das hat fast jeder irgendwann mal mitgekriegt. Wir haben aber auch sehr spezialisierte Sachen gemacht, Social Engineering-Kampagnen gemacht. Wir haben Communities aufgebaut. Wir haben viele große Events gemacht, den Global Cyber Security Month. Und das heißt, wir sind auch wirklich auf die Leute zugegangen. Was mir als Vater von zwei Töchtern besonders in Erinnerung geblieben ist, war unser Gedanke, dass die Mitarbeiter oft auch über die privateren Themen zu uns gekommen sind. Das heißt, wenn wir auf einem Event waren, haben die dann einfach mal gefragt, wie mache ich eigentlich mein Online-Banking sicher? Wie kann ich eigentlich meine Urlaubsfotos sichern? Und später dann, wie erkläre ich meinen Töchtern, dass TikTok vielleicht nicht so das Wahre ist? Und dann haben wir auch so Sachen gemacht wie Informationssicherheit für Familie. Das heißt, wir haben für unsere Kunden gesammelt, was könnten die ihren Mitarbeitern mitgeben, was die in die Familien tragen können. Wie können sie ihrer Mutter, ihren Kindern, ihren Freunden das Thema näher bringen? Und das fand ich total toll, weil man da auch diesen gesellschaftlichen Bezug gesehen hat und wirklich die Leute dort gepackt hat, wo sie waren, wo sie einen Bedarf gesehen haben. Und dann konnte man ihnen auch erklären, warum dieses Thema auch für ihr Unternehmen und ihren Job so wichtig ist. Super. Ich meine, das zeigt auch ein Rieseninteresse, ne? Wenn man die Menschen so erreicht, dass sogar private Fragen gestellt werden und man so eine Vertrauensebene auch etabliert hat. Ja. Wie würdest du sagen, man kann wahrscheinlich sagen, ihr habt damals Pionierarbeit geleistet. Das war wahrscheinlich nicht überall der Fall, dass man den Faktor Mensch so priorisiert. Wie hat sich deiner Meinung nach die Rolle des CISOs in den letzten 10, 20 Jahren verändert? Ja, ich glaube, die Rolle war immer schon schwer, denn ein CISO muss einfach wahnsinnig breit aufgestellt sein und viel wissen. Ähm, Damals war die Aufgabe wirklich eher überhaupt für Aufmerksamkeit zu sorgen und überhaupt Gehör zu finden. Das heißt, man hat sehr viel gemahnt, aber es haben einem so ein bisschen die Mittel gefehlt. Informationssicherheit ist gestartet neben Datenschutz und hatte den Nachteil, dass es keinerlei gesetzlichen Druck dafür gab. Das heißt, man ist eigentlich immer eher als Bittsteller aufgetreten. Ähm, Dann hat sich aber wahnsinnig viel verändert. Zum einen ist die gesetzliche Seite intensiver geworden. Die Bedrohungslage hat sich massiv verändert. Es sind ganz komplexe Themen dazugekommen. Geopolitik, KI, Homeoffice, also Arbeit von zu Hause, um Nummer 3 zu nennen. Und auch das Geschäft hat sich sehr verändert. Und ich glaube, ein CISO heute muss wirklich vor allem eine gute Führungskraft sein. Das sind alles Themen, kein CISO wird alles davon allein perfekt abdecken können. Das heißt wirklich sein Team aufbauen, führen, an sich binden und dann in der Organisation immer stärker präsent werden und immer mehr zeigen auch, was ist unser Beitrag, wo können wir euch helfen, warum funktioniert es nicht ohne uns, aber mit uns haben wir alle was davon, diese Story aufzubauen und dann in die wichtigen Diskussionen reinzugehen, mit Fachwissen auf der einen Seite, aber eben auf dem offenen Ohr, sich von Business, von den anderen wichtigen Partnern im Unternehmen eben dann auch helfen zu lassen und da Allianzen zu schmieden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Super. Und ich nehme an, inzwischen muss man nicht mehr ganz so stark kämpfen, dass man eine halbe Stunde im Jahr mit dem CFO bekommt, sondern das ist leichter geworden, hoffentlich. Du nix. Sehr gut. Ja, genau. Ich nicke. Tatsächlich gibt es ja auch entsprechende Gesetze jetzt über NIS2, die das ja auch vorschreiben und in allen Frameworks ist der Eingangssatz eigentlich sowas wie verantwortlich ist die Geschäftsführung. Es ist besser geworden, der Druck ist aber auch größer geworden, denn tatsächlich gibt es auch Geschäftsführungen, die dann auch ganz klar sagen, mach doch mal hin, du bist doch verantwortlich, warum sehen wir hier keine Ergebnisse? Und die dann wiederum diese
Verantwortung, die bei ihnen liegt, eigentlich direkt weitergeben wollen und dann auch wieder nichts damit zu tun haben wollen. Also auch hier haben wir ein ähnlich gelagertes Problem mit einer größeren Aufmerksamkeit und mehr Druck, politischer Druck im Unternehmen, aber eben halt auch realer Sicherheitsdruck. Viele unserer Kunden, ich bin jetzt seit 10, 15 Jahren in diesem Geschäft drin, haben einfach in dieser Zeit auch reale Vorfälle gehabt. Ja. Also, und die sind dann auch gebranntes Kind und da ist natürlich auch ein ganz anderer Druck auf. Verstanden. Da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen, wie du die Situation aktuell einschätzt und was so deine Gedanken, Vorstellungen und Wünsche für die Zukunft vielleicht sind. Aber erstmal vielleicht zurück zu dir auch und zu Ten4. Du musst mir gleich den Namen auch nochmal erklären. Aber ihr macht Transformationsberatung im Prinzip, arbeitet viel mit Unternehmen in Change-Prozessen und der Mensch steht im Mittelpunkt. Vielleicht kannst du uns dazu kurz eine Intro geben, und dann können wir vielleicht über den kulturellen Wandel auch sprechen, ja, der gerade wichtig ist im Kontext digitale Souveränität. Ja, das war eigentlich schon eine super Zusammenfassung. Deshalb würde ich vielleicht mal mit dem Namen anfangen. Also Ten4 kommt aus der Funkersprache und heißt Message Received. Und das ist für uns doppeldeutig. Zum einen, weil wir diejenigen sind, bei denen die Botschaft angekommen ist. Sprich, wir gehen als Berater nicht mit einer gewissen Arroganz auf unsere Kunden zu, sondern wir wollen erstmal zuhören. Wir müssen erstmal verstehen, was braucht ihr eigentlich? Und versuchen dann wiederum das, was wir bei den Kunden sehen, was sie uns sagen, wo sie das Gespür haben, dass sie da vielleicht noch Schwierigkeiten haben, das versuchen wir aufzunehmen und dann Stories, Deliverables, Projekte, ganz viele vielfältige Dinge zu erzeugen, die dann den Kunden wiederum helfen, damit die Botschaft, die er in sein eigenes Unternehmen senden muss oder vielleicht auch nach außen, dann auch tatsächlich dort ankommt. Das heißt, es geht wirklich um Wirkung und mittlerweile auch ein bisschen um Haltung. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Aber was ich ganz entscheidend finde, ist, wir haben einfach über die Jahre gelernt, dass völlig unabhängig von dem Thema. Wir haben angefangen mit vielen Shared Service Center, die wir aufgebaut haben, also eher so Outsourcing-Projekte teilweise auch gemacht, Merchant Acquisition gemacht, Restrukturierung gemacht, also ganz viele sehr klassische, kritische Themen, die es auch immer noch gibt. In all diesen Themen haben wir gesehen, dass der Mensch im Zentrum stehen muss. Der muss als erstes gedacht werden, er muss wirklich mitbegleitet werden. Hat sich viel getan. Wir wissen auch mittlerweile, dass wir viel mehr in die Interaktion gehen müssen, dass der wahre Change, der dann auch einen nachhaltigen Wandel bewirkt, dass der aus der Mitte des Unternehmens kommen muss, mit starker Unterstützung natürlich von oben. Das heißt, wir haben hier sehr viele Erfahrungswerte. Ich würde aber sagen, das, was uns am meisten ausmacht, ist, wir haben zwar diese Erfahrungswerte, aber der Kern der Erfahrung ist, jede Transformation ist ganz eigen. Das heißt, jedes Unternehmen hat seine eigenen Probleme. In der Industrie und gerade in der Beratersprache kursiert immer dieser Begriff der Best Practices. Das ist sehr gefährlich. Also die Erfahrung ist natürlich wichtig, aber diese Übertragbarkeit, dieses Schablonendenken, das funktioniert ganz schlecht. Und wir machen sehr gute Erfahrungen damit, individuell auf die Kunden einzugehen, denen zuzuhören und dann gemeinsam mit unseren Kunden sich was Schlaues zu überlegen, was denen wirklich hilft. Jetzt nehmen wir uns noch mit auf so ein Projekt, ja. Wenn ich das aus meiner Perspektive mein Verständnis zusammenfasse, dann haben wir eine große Abhängigkeit inzwischen in vielen Bereichen von US Big Tech im Prinzip, ja. Google, Microsoft und Co. ist, glaube ich, allen ein Begriff. Dafür gibt es immer mehr Awareness auch, also das wird den Leuten bewusst, aufgrund der geopolitischen Lage im Prinzip. Ähm, Regulatorik wird quasi auch immer unterstützender. Also es gibt NIS 2, es gibt DORA, es gibt verschiedene Regulatoriken, auch den US Cloud Act, der immer wieder thematisiert wird, der Unternehmen dazu dabei unterstützt, quasi diese Reise zu gehen. Aber wie ist die Situation bei den Mitarbeitern? Ja, sind das Top-Down-Entscheidungen? Wir verändern Prozesse, wir führen neue Tools ein. Wie nimmt man die Leute dort mit, die jeden Tag mit solchen Tools vielleicht arbeiten, auch im Kontext der Shadow IT zum Beispiel, was ein Riesenproblem ist? Nimm uns doch einmal auf so eine Reise mit, ja, in so einem Transformationsprojekt. Ja, also diese Frage, wie man die Leute mitnimmt, ist tatsächlich schwer, aber ich glaube, es beginnt erstmal mit einer vernünftigen Analyse und Strategie. Also ohne das ist es nur sehr schwierig, diesen roten Faden zu finden.
Man muss darüber sprechen, wo steht man heute, wo will man hin und dann eben überlegen, was passt hier zu uns, was sind die wichtigen Entscheidungen, die wir treffen müssen. Also sprich, dieses Warum muss man sehr, sehr gut verstanden haben. Wenn man das mal hat und das auch sauber aufgeschrieben hat, dann kann man schon im ersten Kreis auf die nächste Ebene der Mitarbeiter zugehen. Das heißt, so zwiebelartig immer mehr Leute einbinden, immer mehr Feedback einholen, sich auch nochmal ein bisschen feinjustieren und schon in den Dialog gehen. Und dann wird man schon sehr schnell sehen, wo die Schwierigkeiten hier liegen. Und ähm, es ist im Idealfall sind das Entscheidungen, die von einer äh, breiten Koalition im Unternehmen getragen werden. Es kann mal sein, dass der Anstoß von oben kommt. Es kann aber auch durchaus sein, dass es aus der Mitte der Organisation kommt. Beide Richtungen können funktionieren, sofern es ihnen gelingt, möglichst bald diesen Schulterschluss herzuschließen. Also ein Change aus der Mitte der Organisation, der vom Vorstand blockiert wird, wird nicht funktionieren und umgekehrt natürlich auch nicht. Ja? Und ich glaube, das ist einfach das Essentielle. Das heißt, was wir machen, ist erstmal systematisch rangehen, was soll überhaupt getan werden. Dann muss man das vernünftig aufplanen. Ja, wir reden viel von agilem Projektmanagement und. Aber ein gewisses Ziel, eine gewisse Stoßrichtung muss einfach sauber da sein. Und dann geht es natürlich in die Umsetzung, sauberes Projektmanagement plus eben Change Management und Kommunikation. Ähm, Wir erleben hier tatsächlich, dass ein klassisches, systematisches Vorgehen eigentlich immer noch wahnsinnig viel Wert hat. Gerade in einer Welt, die sehr von Chaos und Unsicherheit geprägt ist, braucht man eben so bestimmte Blöcke, die man in den Boden mal hauen kann und an denen man sich langhangelt. Ja, und dann empfehlen wir natürlich auch immer, ähm, Erfolge zu feiern, wirklich zu schauen, dass man aufeinander aufbaut, dass man inkrementell seine Situation verbessert, diese ganz großen Weltverbesserungsprojekte. Also ich würde jetzt im Thema digitale Souveränität, ich würde nicht zu einem Kunden gehen und sagen, du musst jetzt alles ändern und wir machen jetzt den Plan, wie wir das in den nächsten 10 Jahren hinkriegen. Ja, das ist totaler Wahnsinn. Wir müssen einfach mal ein paar Dinge zu packen kriegen, die sinnvoll sind und dann von diesen Sachen lernen und dann kann man größer werden und kann das Thema dann auch wirklich tief in die Organisation reintragen. Super, ja. Gerade mit deinem Hintergrund in der Wissenschaft, Mhm. Kultur, Kommunikation, du hast zu Anfang selbst dich als Journalist auch vorgestellt. Was sind Dinge, die man aus diesen verschiedenen Bereichen vielleicht zusammenbringen kann? Was kann man aus Unternehmensperspektive vielleicht daraus lernen? Ja, ich glaube, was man lernen oder wofür man offen sein sollte, ist, es gibt diese wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Perspektive, die auch wahnsinnig wichtig ist. Letzten Endes muss ein Unternehmen Geld verdienen, sonst wird es nicht überleben. Es gibt auch immer diese technische Perspektive, gerade in diesem Thema, die auch wahnsinnig relevant ist. Und es gibt aber dann eben auch dieses Thema Mensch und was mich tatsächlich überwundert ist, ich meine, die Beschäftigung mit Menschen als Thema, die ist uralt, die von den griechischen Philosophen über heutige Soziologen, Ethnologen, Kommunikationswissenschaftler, Psychologen, da haben wir eine unendliche lange Kette und wahnsinnig viel Wissen aufgebaut. Und ich persönlich finde es natürlich sehr schade, dass dieses Wissen ganz selten wirklich angewendet wird. Vielleicht nur mal ein Beispiel zurück zu dieser Phishing-Kampagne, von der wir es anfangs hatten. Ähm, Aus Management-Sicht wird das häufig so kommuniziert, dass man den Finger erhebt und mahnt und sagt, 20% unserer Mitarbeiter klicken immer noch auf diese Phishing-Links, das ist nicht akzeptabel. Ja. Ja, mag sein, dass es nicht akzeptabel ist, aber es ist ein total unsinniger Weg, das zu kommunizieren. Denn viel schlauer wäre es, und wir wissen, dass so die Wirkung eher eintritt, zu sagen, hey, schon 80% von uns sind in der Lage, sich gegen so gefährliche Attacken zu schützen. Gut gemacht, Leute. Ja, das brauchen wir. Mehr davon. Ja. Das ist eine viel größere Chance, die anderen 20% dazu zu bewegen, äh, aufzupassen, als wenn wir die negativ ansprechen. Das heißt einfach nur so ein leichter gedanklicher Twist, der wirklich, also Kosten für diese Maßnahme 0 €. Ja. Wir machen was ohnehin und jetzt machen wir es einfach besser, indem wir einen Satz umbauen. Ja. Oder einfach eine Zahl umdrehen. Also diese Sachen, da wissen wir einfach doch mittlerweile viel mehr, wie Menschen ticken, wie Organisationen funktionieren und dieses Wissen anzuwenden, finde ich mega nützlich. Wenn wir das als, ja, positives Framing
Mhm. zusammenfassen, ja. Also nicht warnen und drohen, sondern die Leute ermutigen, die das schon richtig gut machen und den anderen dabei helfen, da auch nachzuziehen. Wenn wir das als Positivbeispiel nehmen, hast du noch zwei Beispiele vielleicht, wenn man so eine Checklist denkt, was sind Sachen, die man leicht umsetzen kann, was ist wichtig, was sind gute Ja. Beispiele, die du gesehen hast, wie man schnell hier in die richtige Richtung Mhm. sich entwickeln kann? Ja, klar, natürlich. Also erstmal zum Beispiel, erstes Beispiel wäre für mich, dass man den Dialog, den man anstößt, auch wirklich dann weiterträgt. Bleiben wir wieder bei der Phishing-Kampagne. Wenn ich es geschafft habe, dass ein Mitarbeiter eine verdächtige Mail meldet, dann habe ich hier eine Chance, dass der wirklich so ein Hochgefühl hat. Ja, der hat aufgepasst, der hat irgendwie sich getraut, der hat gehandelt, das ist gut. Da werden ganz viel, ja, tolle Botenstoffe im Körper freigesetzt und der Mitarbeiter freut sich erstmal. Ja? Ja, und dann kriegt er automatisiert aus irgendeiner Mailbox, und das ist sogar noch der beste Fall, aber er kriegt dann irgendeine lieblose Mail zurück, ja, war nix, ja, äh, oder er hört gar nichts. Ja? Das heißt, diese positive Energie, die verpufft sofort und das nächste Mal wird es viel schwieriger, diese Person wieder zu aktivieren. Ja, das ist so eine Geschichte. Dann haben wir das Thema Kultur. Ja, ähm, viele unserer Kunden sind international unterwegs und wir wissen sehr, sehr viel aus den Kulturwissenschaften, wie unterschiedliche Kulturen funktionieren, wie viel Unterschiede, wie viel Vielfalt es da gibt. Und zum Beispiel im Bereich der Awareness-Kampagnen ein wichtiger Unterschied ist, bin ich in einer Schamkultur oder in einer Ehrekultur. Das ist eine ganz andere Art, Leute anzusprechen, die man da wählen muss. Ja? Also mindestens mal solche Dinge. Und übergeordnet eben das Thema Zielgruppe. Wir haben es gerade wieder gehabt bei einem Unternehmen, mit dem wir gerade im Dialog sind. Da war die Frage ganz klar, wie kommen wir auch an Leute ran, die vielleicht gar nicht über E-Mail, über Intranet, über Chatnachrichten erreichbar sind, weil die halt eben, ich sage jetzt mal ganz blöd, richtig arbeiten. Ja? Die sind da irgendwie draußen im Feld und tun da Dinge, ja? Die wahnsinnig wichtig für das Unternehmen sind und die auch sehr verantwortliche Sachen sind. Da werden für die kritische Infrastruktur ganz bedeutsame Sachen gewartet beispielsweise. Aber wie erreiche ich die Leute? Und diese Zielgruppenfokussierung, die ist, glaube ich, das A und O. Das heißt, wir müssen verstehen, mit wem reden wir, was ist der beste Kanal, diese Person zu erreichen, was sind die besten Nachrichten, wer ist die beste Person, um mit diesen Menschen zu reden. Und dann können wir anfangen, in den Dialog zu kommen. Und dann wird man merken, man trifft da eigentlich fast immer auf Leute, die nach einer kleinen initialen Skepsis dann aber auf einmal ganz schnell enthusiastisch werden und sagen, ach, jetzt habe ich es verstanden. Und dann muss man denen helfen, das noch in den Alltag zu übersetzen. Also wenn man es verstanden hat, heißt ja noch nicht, dass man es tut. Ich sage immer, ein Raucher wird nicht mit dem Qualm aufhören, nur weil er weiß, dass es ungesund ist. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Es muss in den Alltag verankert werden. Das geht nur, wenn man das mit den Leuten gemeinsam macht. Also dieses Top-Down-Denken, sehr schön. Die Zielgruppe, die du gerade beschrieben hast, ist ja super spannend. Das kann jemand sein, der auf dem Feld arbeitet, das kann jemand sein, der im Einzelhandel tätig ist und gerade in Deutschland haben wir noch ganz viele andere Branchen, die vergleichbar sind. Und dann oftmals haben wir da so ein Bring Your Own Device Shadow IT Problem, ne? Weil es einfach oftmals gibt's keine Corporate E-Mail-Adresse oder ein Telefon, sondern das muss anders organisiert werden. Und dann in größeren Transformationsprojekten oder vielleicht auch im Kleinen, ja, du hast gesagt, wir fangen Schritt für Schritt im Prinzip an. Wie nimmt man die Leute mit, ja? Wir sind alle Gewohnheitsmenschen, wir haben alle jahrelang die gleichen Tools und Prozesse benutzt und jetzt wollen wir was ändern. Was sind so Einwände, die typischerweise kommen dann von den verschiedenen Zielgruppen? Wie geht man damit um? Kannst du uns da einmal mitnehmen? Ja, also ganz häufig ist der erste Einwand das Thema Zeit. Ja. Dass man eben sagt, ich bin sehr unter Druck, können wir das ein anderes Mal machen? Jetzt ist gerade ein schlechter Zeitpunkt. Ich brauche das, weil ich sonst meinen Job nicht machen kann und. Ähm, Ich glaube, hier ist es wirklich wichtig, auf die Leute auch einzugehen und ihnen auch das Gefühl zu geben, dass man diese Einwände hört, aber dann auch herauszuarbeiten, warum der neue Weg, den man vorschlägt, eben ihre Probleme adressiert. Und ich glaube, in der Change- und Kommunikationstheorie sprechen wir immer von diesem What's in it for me, dass wir herausarbeiten müssen, was haben denn unsere Leute davon? Und dann können wir ihnen das
tatsächlich auch so auf dem Silbertablett servieren. Wir müssen auch Vertrauen schaffen, indem wir auch Leute überzeugen, die dann vielleicht in dieser Zielgruppe glaubwürdiger sind und als Botschafter für uns arbeiten. Ich glaube, das Wichtige ist erstmal diese Widerstände, die überhaupt erstmal zu validieren und zu sagen, ja, ich verstehe, dass das ein Problem für dich ist. Lass uns überlegen, wie wir das gemeinsam lösen können. Ne? Und gerade bei diesen Themen, welche Tools setze ich ein, da gibt es dieses Stichwort Co-Creation, da kann man mit Fokusgruppen sehr früh in den Dialog gehen, da kann man eben auch schauen, dass man schon beispielsweise in der Entscheidungsphase, ja, welches Tool wollen wir einsetzen, wie bauen wir unsere Software, wenn wir selbst entwickeln, ja, dass man schon in diesen frühen Phasen mit den Leuten redet, die es am Ende ja ausbaden müssen. Ja. Das heißt, häufig wird so die Schuld bei denen gesehen, die es am Ende nicht nutzen wollen. Ja? Aber wenn man die vielleicht mal ein bisschen früher gefragt hätte, ja, und wirklich zugehört hätte, was für ein Problem sie haben, dann hätte man vielleicht einerseits ihnen was anderes auch servieren können und zum anderen hätte man auch vielleicht die Maßnahmen besser begleitet. Man hätte vielleicht auch nochmal über organisatorische Maßnahmen nachgedacht. Man hätte mit den Vorgesetzten gesprochen und die abgeholt und gesagt, hey, du musst dafür sorgen, dass der Mitarbeiter ein bisschen Zeit für diesen Change kriegt. Das heißt, man muss dann auch die Nebenkosten dieses Systemwandels, die in der Organisation entstehen, durch die Zeit, durch die Nerven, durch die geänderten Prozesse und so, die muss man ja auch mit sehen, betrachten und auch dafür Lösungen anbieten. Also dieses ganzheitliche Vorgehen mit dem Mitarbeiter im Fokus, das ist das, was am Ende hilft. Verstanden. Sag mal, wenn ich die Nachrichten lese, wenn ich bei Mhm. Social Media bin, ist digitale Souveränität im Prinzip überall. Wenn du durch deine Projekte gehst, wenn du durch Anfragen gehst, die ihr erhaltet, ist das ein Thema, das immer stattfindet sozusagen? Ist das so relevant in der Umsetzung gerade, auch wie das in den Medien gekocht wird? Wie ist dein Feedback dazu? Gemischt. Also leider ist es noch nicht überall ein Thema. Ähm, und es wird auch nicht so schnell gehen, wie das jetzt eben in den Medien hochgespült wird. Ganz klar, ich komme ja aus dem Journalismus, eine Nachricht zu veröffentlichen, ist sehr schnell möglich. Ein Unternehmen tiefgreifend zu verändern, ist ein deutlich komplexerer Prozess. Das heißt, da braucht man auch ein bisschen mehr Zeit, aber die Diskussionen sind immer stärker da. In fast allen Projekten schwingt das Thema jetzt schon seit einigen Jahren sogar mit. Es werden zumindest die Argumente stärker gehört. Wir haben noch immer zu viele Automatismen im Unternehmen, die eine bessere Auseinandersetzung damit verhindern. Wir haben, ich sage jetzt mal, Entscheidungsgewohnheiten, die manchmal schwer zu challengen sind. Aber das Thema kommt ganz stark über die Auseinandersetzung mit, was ist unsere kritische Infrastruktur, was ist unsere Bedrohungslage, wo sind unsere Abhängigkeiten. Und die meisten Unternehmen kennen sich selbst ja doch recht gut. Und die wissen, sie haben auf ihren verschiedenen Technologieebenen, haben sie in ganz wenigen Bereichen das Gefühl, hier wirklich in einer starken Position zu sein. Und diese Gedankenspiele, wie kommen wir aus dieser gefühlten Position der Schwäche raus, die werden immer mehr. Da gibt es Leute, die eher in Vernetzungsstrategien gehen und sagen, wir müssen uns gemeinsam eine sozusagen Einkaufsmacht zusammen bündeln, damit wir überhaupt gegen die Großen dass unsere Argumente überhaupt gehört werden. Ja? Da gibt es Leute, die eher versuchen, sich Parallelstrategien, Exit-Strategien, Migrationsstrategien auszudenken. Und dann gibt es halt auch Leute, die vielleicht sagen, okay, wenigstens beim nächsten Mal wollen wir es richtig. Ja. Und da sehen wir das auf jeden Fall, dass bei allen neuen Projekten wird stärker gesagt, schaut bitte genau hin, wo kaufen wir hier ein, wie kaufen wir hier ein, ist das was wir wirklich mit dem Partner machen wollen oder machen wir das vielleicht lieber irgendwie zu Hause selbst? Und diese Prozesse, die kommen jetzt immer stärker. Das freut mich sehr, denn die hätten eigentlich immer da sein müssen, denn sonst werden wir nicht in dieser misslichen Lage jetzt. Das heißt, du bist optimistisch für die kurz- und mittelfristige Zukunft? Ich bin optimistisch, dass das Thema jetzt stärker gesehen wird, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, es wird ja gesehen, weil der Druck
ganz real ist, weil das Risiko wirklich besteht. Und wenn du mich jetzt fragst, ob das Risiko schneller wächst als die Beschäftigung mit dem Thema, dann bin ich Stand heute also nicht ganz so optimistisch, möchte aber Mut machen, denn wir sehen ja auch, dass es möglich ist. In den meisten Fällen ist es gar kein so großes Hexenwerk. Es braucht vielleicht ein bisschen mutige Entscheidung und ein bisschen Rückgrat, aber es funktioniert. Ja, die Alternativen sind größtenteils da und dort, wo sie nicht da sind, bin ich der festen Überzeugung, wenn es viele Leute gibt, die eine Alternative benötigen, dann wird die auch ganz schnell entstehen. Verstanden. Am Anfang unseres Gesprächs und vielleicht zum Abschluss, um den Rahmen zu schließen, haben wir darüber gesprochen, was für eine Pionierarbeit ihr damals geleistet habt, dass dein Chef, der CISO, damals eine nicht technische Person im Prinzip eingestellt hat und so den Faktor Mensch in den Vordergrund gestellt hat und das uns erzählt, wie erfolgreich ihr im Prinzip über die letzten Jahre damit gefahren seid. Wenn du an die Zukunft denkst, wir haben über digitale Souveränität gesprochen, die Anforderungen steigen, die Risikolage ist eine andere. Äh, Wenn du dir den perfekten CISO im Prinzip bauen müsstest, was würdest du mitgeben? Wie hat sich die Anforderung an den Job verändert, deiner Meinung nach? Ja. Oh, das ist eine tatsächlich sehr schwierige Frage, denn die Weihnachtswunschliste an einen CISO ist sehr lang. Also ich glaube, der perfekte CISO muss es schaffen, in diese strategische Rolle reinzukommen und nicht immer nur Feuerlöscher zu sein. Die meisten CISOs sollten ja eher in einer Rolle sein, wo sie steuern, wo sie regeln und wo sie auch beobachten, mitreden und eher auf dieser Schiene Wirkung entfalten. Aber sehr, sehr viele CISOs sind unglaublich operativ im Geschäft drin, weil permanent irgendwo irgendwas brennt. Das heißt, der erste Schritt wäre raus hier und da rauszukommen geht nur über ein Team. Das heißt für mich wirklich, der CISO muss in der Lage sein, sein Team zu führen, Strukturen zu schaffen, die das Team auch entlasten. Das Thema Burnout und also Hm. die digitale Resilienz, sondern die Stressresilienz im Bereich Informationssicherheit ist gigantisch groß. Also wir haben hier wirkliche Probleme. Die Teams sind alle überlastet und überfordert. Und hier muss ein CISO Lösung finden. Das heißt, er muss nach oben hin das Gehör für die Situation finden. Das geht nur, wenn er in der Lage ist, sein Thema verständlich mit allen wichtigen Spielern im Unternehmen zu platzieren und zu diskutieren. Das heißt, er muss mit jedem Einzelnen rausarbeiten können, was hast du, Leiterin der Personalabteilung, was hast du, Unternehmensführung von mir und von meinem Team, was können wir euch geben, was braucht ihr von uns und dann aber auch im Gegenzug klar artikulieren zu können, deshalb brauche ich von euch ganz klare politische Unterstützung, ein klares Mandat, Budget, Personal und. Ja. Das ist der ganz wichtige Punkt und dann muss er sein Team auch entsprechend führen. Ja, und das ist tatsächlich was, viele CISOs kommen natürlich eher aus der technischen Ecke und sind da auch sehr tief in der Materie drin. Aber jetzt zu einem echten Manager, zu einer richtigen Führungskraft zu werden, die dann noch in so vielen schwierigen Themen mitreden muss. Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Deshalb glaube ich, dass diese Führungsstärke wichtig ist. Das zentrale Element Stand, also heute für mich wäre diese Haltung. Ja. Dass ein CISO irgendwie eine Persönlichkeit mitbringen muss, die glaubwürdig ist, so dass er in diesen ganz vielen sehr schwierigen Debatten, die jetzt schon da sind und die immer stärker werden, auch einfach eine Position beziehen kann, die man ihm abnimmt und die man auch unterstützt. Vielen Dank, Volker. Ja, gerne.